Hallo alle zusammen. Mein Name ist Christina Höppner und ich arbeite für Catalyst IT am Mahara-Projekt, bin die Projektleiterin und freue mich ganz sehr, dass wir die Expertinnenrunde heute zustande bekommen haben mit etlichen Personen, die sich jetzt schon mit Mahara und KI, der künstlichen Intelligenz, auseinandergesetzt haben. So alles noch bevor viele in die Sommerpause gehen oder vielleicht schon wieder aus der Sommerpause etwas zurück sind. Es ist ganz toll, dass ihr heute alle mit dabei seid. Und der Ablauf von heute sieht Folgendes vor, dass wir zuerst unsere Expertinnen zum reden lassen, jede 5 Minuten. Wir haben dafür Paul Liebrecht von der Internationalen Hochschule und dem ISA-Projekt, Romy Hösel und Thomas Schwabe von der OTH Amberg-Weiden, Emilia, Lilly und Veronika von der PH Weingarten und Carsten Hang und Alexander von der Uni Bremen sowie Enikö von EduTech-Sol. Alle bis auf Enikö sind in Deutschland. Enikö ist aus der Schweiz. Und ich freue mich ganz sehr zu hören, was alles an den Projekten erforscht wird, ausprobiert wird und auch schon demonstriert werden kann, so dass wir, nachdem jede Gruppe 5 Minuten Zeit hatte, wir in die Fragerunde übergehen können und die dann so bis um 11 gehen kann. Und danach hatte ich noch angedacht, dass wir circa eine halbe Stunde Zeit haben, solltet ihr noch spezifische Fragen haben oder auch noch mal näher sehen wollt, wie jetzt ein Prototyp aussieht oder was man machen kann. Und sollte es dann noch weitere Fragen geben, könnten wir entweder nochmal eine Veranstaltung zusammenberufen nach den Ferien oder ihr könnt euch auch mit den unterschiedlichen Expertinnen selbst noch in Verbindung setzen und dann weiter nachhaken. Jetzt möchte ich aber sofort an Paul übergeben, damit er uns erzählen kann, was alles im ISA-Projekt gemacht wurde und auch, was er vielleicht auch noch weiter gemacht hat, seitdem das Projekt zu Ende ist. Und Paul, du hast jetzt die Bildschirmberichtigung. Jetzt solltet ihr das Bildschirm sehen. Es kommt durch. Ja, wir haben es. Gut. Ich bin ein bisschen weit weg von den ganzen Nesten leider. Also ich hoffe, dass ich zu hören und zu sehen bin. Ich habe viel zu viel Folien, also werde ich versuchen, da sehr schnell durchzugehen. Es geht darum, heute dieses ISOP-Projekt zu präsentieren. Das Projekt ist vor kurzem, also im April, zu Ende gekommen. Wir waren da unter der Leitung von Wolfgang, der heute nicht da sein kann. Also sagen wir so, Sandra und mir, also eine Gruppe, die da versucht hat, bevor die große GenAI-Welle in der E-Portfolio Evaluation oder Auswertung zu nehmen. Der Startpunkt ist eigentlich dieses Assessment basierten auf Rubriks, auf Bewertungsrastern, wo wir dann so detaillierte Darstellungen von einem Portfolioqualität, wie zum Beispiel ihr sehen könntet, also zwischen grundlegend und fachkundig. Das sind also Auswertungen, die sehr, 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 sehr viel Zeit nehmen und die besonders sehr fachspezifisch sind. Und aus diesem Grund haben wir diesen Bedarf, diese Dinge irgendwie mit Hilfe von einem Computer teilweise auszuarbeiten. Nicht ganz, bitte keine Automatic Scoring, sondern eher so visuell damit zu kommen. Also diese zeitintensive Problem ist ein großes Problem und diese also Überschneidung zwischen Erziehungswissenschaft und fachliche ist ein zweites Problem. Und wir wollen also weg ausgeben, die dann die Auswertung von einem Portfolio präsentiert. Genau so ist Werkzeug eigentlich auch da erarbeitet werden.
Einer der wichtigen Punkte, die auch in mehrere Vorlesungen dann benutzt wurde, ist diese Themenkarte. Ganz oft ist diese Themenkarte ein einfacher Baum. Man könnte sagen, ein Inhaltsverzeichnis, aber sehr oft kann man diesen sehr, sehr viel feiner mitnehmen. Und hier ist zum Beispiel, vielleicht kann ich ein bisschen zoomen. Das war ein Werkzeug, also ein Kurs über Medien, audiovisuelle Medien. Und da sind unterschiedliche Medien so, die Sorten von Bildverarbeitung und so weiter und so weiter. Sind in dem Portfolio auftauchen. Dafür haben wir jetzt eine Architektur. Diese Architektur ist die Idee, also wir fangen mit Inhalten, die Außen sind, zum Beispiel Videos, Ausgaben, dann mit Wikipedia, mit Fotos, eventuell mit Büchern. Die ganzen Dinge sind mit einem Administrator einfach gesagt, das gehört zu diesem Bällchen oder zu diesem Bällchen. Typischerweise sind die Mengen zu viel. Dann machen wir 2 Ebenen. Zuerst die erste und dann die zweite Level dahinter. Und dann müssen wir eine gewisse Abdeckung prüfen. Ich habe ein System gebaut, das alles ist. Es hat eine Schnittstelle zu. Diese Schnittstelle benutzt dann die OAuth-basierte Schnittstelle, die teilweise dann auf unsere Mahara stattfindet, noch nicht integriert wurden. Und dafür haben wir diese Leap-to-Archiven dann benutzt. Wir haben also damit eine Analyse auf Spacey Pipeline basiert, die Konzeptmappe, die eher mit diesem klassischen Konzept ist mit D3 gemacht und das ist mit einem Server hier gemacht. Alles unter Open Source. Wir nehmen sogar die KI-Bilderanalyse, obwohl öfter Probleme bei den Transfer dann angeboten haben. Ja, und mehrere Evaluationen haben stattgefunden. Eine der größten Paul, wir haben jetzt deinen Ton komplett verloren. Vielleicht sollten wir doch ein paar Kameras ausschalten, denn er ist jetzt etwas draußen. Das hilft vielleicht. Aber jetzt ist er auch ganz weg. Er ist jetzt erstmal ganz weggekommen. Hoffentlich kommt er gleich nochmal wieder. So, jetzt bin ich. Ja, das klingt jetzt etwas besser, obwohl jetzt auch wieder unterbrochen. Nee. So, und wo ich unterbrochen dann. Du warst bei Folie 9. Genau, das ist Evaluation. Genau. Also die größte Evaluation ist eine mit mehreren Studierenden. Paul, könntest du das vielleicht doch bitte ohne Folien machen? Und du bist doch unterbrochen. Mehreren Dozenten präsentiert und die waren alle, ja, das sollten wir tun, das haben wir noch nicht getan. Ja. Paul, könntest du das vielleicht bitte ohne Folien machen? Denn, ich kann die auch ausschalten, denn es scheint daran zu hapern. Jetzt hat er auch das Audio weggenommen. Moment.
Es klingt auf alle Fälle schon mal super spannend und vielleicht also, es gibt jetzt keinen Chat, deswegen labere ich jetzt einfach mal kurz rein. Es wäre super, wenn vielleicht alle dann ihre Folien dann zum Schluss an Christina schicken und Christina das wieder verteilen kann. Würde ich gerne noch mal reinschauen und noch mal Kontakt Ja. einfach aufnehmen. Kann ich machen, auf jeden Fall. Ja, genau. Also vielleicht, also eine der wichtigen Evaluationspunkte ist, dass tatsächlich man muss immer diese Anpassung zu jedem Fach machen. Und das ist natürlich eine gewisse Arbeit und diese Arbeit irgendwie zu verallgemeinern, dass viele andere Hochschulen dann gemacht haben, das ist noch nicht gemacht worden. Selbst bei der EU haben wir das noch nicht gemacht. Das wäre dann meine 5 Minuten. Sorry für die Unterbrechungen. Vielen Dank, Paul. Und ich werde auch in den Folien, die ich gemacht habe, auch auf den EPEPLA-Workshop mit hinweisen, wo ihr ja dann ausführlicher auch noch mit berichtet hattet, was im Projekt vorgeht und auch Carsten auch noch mit Ausführungen gemacht hatte zu seinem Projekt. Und ja, wie Carsten gesagt hatte, wer seine Folien durchschicken möchte, kann das dann gern an mich machen. Ich kann sie dann verteilen. So, jetzt gehen wir gleich zu Romy und Thomas über nach Bayern an die OTH Amberg-Weiden. Romy, du hast Begründungsberechtigungen, sodass du da eure Folien teilen kannst. So, während Romy jetzt ihre Folien. So, Romy hatte mit Kolleginnen am Projekt Dreiklang gearbeitet über die letzten Jahre und machen jetzt viel auf HG. Irgendjemand ist noch ganz laut im Hintergrund. Das ist Thomas, der hatte sich jetzt ist nicht mehr gemutet. Ist es bei mir laut? Ja. Jetzt besser. Dann lege ich einfach mal los, ne? Es sind ja 5 Minuten. Genau. Wir machen, glaube ich, was ganz Ähnliches wie der Paul, bloß in kleiner. Ich gebe ein ganz kurzes Projekteinblick, weil wir sind auch, glaube ich, noch gar nicht so weit, wie der Paul ist. Die haben ihr Projekt schon abgeschlossen, weil wir machen mehr oder weniger so eine kleine Fallstudie anhand eines Seminars, was bei uns stattfindet, und zwar das Bachelor-Seminar. Da lernen unsere Bachelor, wie man seine Bachelorarbeit im Idealfall schreibt. Und es ist oft ganz zeitverzögert zu dem Zeitpunkt, wo sie dann tatsächlich anfangen. Deswegen haben sie dort die Aufgabe, ganz viele E-Portfolios zu führen, damit sie, wenn sie das Wissen dann brauchen, wenn sie ihre Bachelorarbeit schreiben, das abrufen können. Und so diesen E-Portfolios kriegen die auch ich spinne meine Folien, egal, kriegen die auch relativ viel Feedback, damit das auch stimmt, was dann da steht. Und die müssen dann mehrere E-Portfolios einreichen. Die werden mittels eines Ampelsystems bewertet und bekommen Feedback dazu, was da drin steht, und dürfen aber auch Fragen stellen, die dann in die nächste Lehrveranstaltung mit eingenommen werden. Und wir haben festgestellt, wir haben einen Lehrenden, der guckt sich da 50 E-Portfolios an, wenn wir 50 Leute in dem Kurs haben oder auch nur 20, weil die mehrere Abgaben haben. Der braucht pro E-Portfolio vielleicht 15 Minuten. Insgesamt 13 Stunden sind das ungefähr, und das mal 5, weil die da 5 Abgaben haben. Und das ist für einen Lehrenden schwer zu stemmen. Und deswegen haben wir gedacht, vielleicht kann uns die KI an der Stelle helfen, und haben angefangen zu sagen, okay, wir haben unsere ganzen E-Portfolios in Mahara. Warum geben wir die nicht der KI zusammen mit unserem Bewertungsraster, das wir haben, also unseren Rubrics, und gucken, was dabei rauskommt, und lassen uns das berichten. Und auf der einen Seite haben wir die Fragen, die die Studis stellen für die nächste Lehrveranstaltung, und auf der anderen Seite haben die Feedback zu ihrem E-Portfolio, was da vielleicht noch besser gemacht werden könnte, bevor die das überhaupt einreichen. Und dann haben die alle ihre grüne Ampel und das stimmt, was da steht. Und das haben wir jetzt ein Semester ausgetestet mit nicht echten E-Portfolio-Abgaben, sondern mit quasi nachgestellten erstmal, um Erfahrungen zu sammeln. Und welche Erfahrungen wir gesammelt haben und wie das genau ausschaut, das erzählt uns jetzt der Thomas.
Genau, das vielleicht als kleine Ergänzung noch. Das ist das, was Romy gerade gezeigt hat, so unser Traum-Szenario, das hätten wir gern. Und wir machen das auch mit dem Feedback nicht nur wegen der grünen Ampel, sondern die machen das ja für ihre Abschlussarbeit. Und zwischen dem Portfolioschreiben und der Abschlussarbeit liegen oft echt viel Zeit. Und deswegen ist es halt wichtig, dass die da ihre Infos richtig da drin haben. Und wir haben eben extrem viel getestet. Wie können wir die Portfolios mit KI auslesen lassen? Was müssen wir beachten und so weiter? Wir haben gesehen, Datenschutz ist einfach in dem Bereich ein ganz wichtiger Punkt für uns. Da geht es um studentische Abgaben, was für uns auch eine Challenge war, weil wir das doch in einem sehr beschränkten Raum gemacht haben und jetzt nicht große Plugin informatische Lösungen finden konnten, ein gutes Verarbeitungsformat von dem Portfolio für die KI zu finden. Wir spielen da auch schon oder testen da auch schon länger rum und sagen, Zeitersparnis ist auch ein Faktor. Bei uns ist es jetzt nicht unbedingt so, dass das zwar 1-2 Stunden dauert, das zu korrigieren, sondern durch die Vielzahl wird es eben schwierig und für uns ist halt dann wichtig, dass die KI schneller ist als ein menschlicher Korrektor. Große Frage auch immer, in welchem System, mit welcher Benutzeroberfläche machen wir das. Was hat bei unserem Test schon gut funktioniert? Die haben in ihren Portfolios verschiedene Elemente, die sie machen müssen. Was habe ich heute gelernt? Habe ich Fragen? Was kam in der Vorlesung dran? Ob die Elemente alle da sind, super erkannt. Ob die Fließtexte oder Stichpunkte gemacht haben, super erkannt. Was auch sehr gut funktioniert hat, was für den Professor auch extrem wichtig ist, dass einfach die offenen Fragen extrahiert werden, die Studierenden haben, dass er die schnell beantworten kann und auch so die Unterstützung beim Formulieren des Feedback hat es ganz gut funktioniert. Wo wir noch in unserem ersten Test Probleme haben, was irgendwie auch klar ist, weil es nicht die Kernkompetenz des Sprachmodells ist, dass die Rechtschreibfehler und Grammatikfehler erkannt werden und auch wirklich die Inhalte, die teilweise sehr speziell sind, halt wirklich richtig zu analysieren. Genau, dann würden wir mal auf die nächste Folie schauen. Wie wollen wir weitermachen? Was haben wir gelernt? Für uns ist es so, es ist kein KI-Only-Ansatz. Also wir können das Portfolio nicht einfach in die KI reingeben und dann kommt der perfekte Feedbackbogen raus, den wir weiterverarbeiten können, sondern wir brauchen einen hybriden Ansatz. Wir brauchen klassische Tools für klar definierte Aufgaben, wie zum Beispiel die Rechtschreibprüfung. Wir haben gelernt, Datenschutz müssen wir mitdenken, menschliche Kontrolle fest verankern. Wir brauchen ein gutes, ausführliches Prompting, gerade für die Analyse der Inhalte. Wir haben uns da so eine Benutzeroberfläche programmieren lassen, die eben das Portfolio extrahiert und dann analysiert und dann eben uns ein Feedback gibt. Da stehen wir aber wirklich noch am Anfang. Darum gibt es auch noch den Way Forward. Wir müssen eben ein System aufbauen, das die einzelnen Schritte durchgeht. Wir wollen noch mehr testen, verschiedene Sprachmodelle ausprobieren und da das Richtige finden und im Way Forward das jetzt auf jeden Fall mit unserem eigenen KI-System, mit OT-Hockey an der OTH da nochmal einen Schritt weiterbringen. Genau, und das wäre, denke ich, so der grobe Einblick in unser Projekt, eben für das Bachelor-Seminar die Portfolios mit KI feedbacken zu können. Und wie auch nochmal unseren Kontakt aufgeschrieben, meldet euch gerne bei uns, wenn es Fragen gibt. Super, vielen Dank, Romy und Thomas. Und da steigen wir dann gleich ein zu Lilly, Emilia und Veronika. Ihr habt jetzt die Berechtigung für den Bildschirm. Und wie ihr seht, sind etwas jünger als der Rest von uns hier im Raum. Sie sind Studierende an der PH Weingarten und arbeiten an einem Usability-Projekt. Welches? Oben? In der Mitte unten der dritte von links, der so wie ein Bildschirm aussieht. Das ist der Knopf zum Teilen. Das ist also dieses Fensterteil. Okay, jetzt sieht man es. Seht ihr das jetzt? Es kommt, ja, wir sehen es.
Okay, genau. Okay. Also wir sind Studenten aus dem 4. Semester und studieren NBM. Also ich bin Veronika Emilia. und Lilly. Und wir haben uns im Rahmen von unserem Medienprojekt damit auseinandergesetzt, wie man eben auch KI in Portfolios in Mahara integrieren kann für die Studierenden, damit es denen einfach hilft, die Portfolios zu erstellen und vielleicht auch auf die Prüfungen zu lernen. Und dann haben wir mit Hilfe von Usability-Tests herausgefunden, dass die 2 wichtigsten KI-Funktionen eben auch KI-Feedback ist. Und zusätzlich haben wir auch noch die Wissensabfragefunktion hinzugefügt, also für die mündliche Prüfung, weil beispielsweise wir haben nach den Portfolios immer auch mündliche Abfragen, wo man dann einfach die Inhalte vom Portfolio wiedergeben können sollte und Fragen beantworten sollte dazu. Genau. Ja, und wir haben das mit Hilfe von Claude gemacht, also mit einer KI, dass man einfach das auch wirklich testen kann, wie es funktioniert, weil wir hatten erst mit Figma gearbeitet, aber da kann man ja keine KI einbinden. Deshalb haben wir das direkt mit Claude gemacht. Und ich würde euch das jetzt einfach mal so ein bisschen zeigen. Und zwar haben wir hier so mal die Startseite mäßig aufgebaut von den Portfolios. Und wenn man dann hier auf IT5 jetzt klicken würde, hat man hier ein Portfolio einmal zu Science und einmal zu Mathe. Genau, und dann kann man hat man hier einen KI-Button, haben wir integriert. Und da kommt dann eben zum Beispiel KI-Feedback oder KI-Wissensabfrage. Und dann kann man da draufklicken. Und dann wären wir jetzt eben bei KI-Feedback von Science. Und dann kann man hier auch auswählen, ob man zum Beispiel den ganzen Ordner abgefragt haben möchte, also ja, die ganzen Inhalte oder eben nur so zu Teilinhalten. Und hier kann man dann zum Beispiel schreiben, wie ist meine Struktur. Und dann, dann kann man auf Feedback generieren drücken. Man könnte hier jetzt zum Beispiel auch noch eine Datei auswählen und hochladen, wo dazu Feedback kommt. Wenn man dann draufklickt. Ich weiß nicht. Ja, Braucht es kurz Zeit. genau. Also normalerweise funktioniert es relativ schnell. Funktioniert jetzt nicht. Genau, aber ja, normalerweise kommt da dann eben was. Und dann hat man hier eben noch einen Verlauf, wo man zum Beispiel sehen kann, wie viele Anfragen man schon gestellt hat, welches Thema am häufigsten abgefragt wurde und wann die letzte Anfrage zum Beispiel war. Und hier haben wir jetzt schon mal gefragt, eben, ob mein Text gut strukturiert ist. Und dann kam dann auch das Feedback. Man kann aber zum Beispiel eben auch zur inhaltlichen Tiefe kam ein Feedback oder dann zur Rechtschreibung und Grammatik. Genau, und hier oben könnte man zum Beispiel dann auch ein Thema suchen. Struktur und dann wird das oben auch dann direkt angezeigt. Genau, und dann kann ich jetzt mal bei KI-Wissensabfrage bei Mathe einfach die Wissensabfrage vorstellen. Und zwar kann man hier auch wieder die Themen auswählen, zu was man eine Wissensabfrage möchte, kann auch den Schwierigkeitsgrad auswählen und dann sich ein Quiz generieren lassen. Funktioniert jetzt wahrscheinlich wieder nicht, aber normalerweise funktioniert es. Genau, und dann hat man hier eben auch wieder einen Verlauf, wo man dann sieht, wie viele Durchläufe man schon hatte, was die Erfolgsquote ist und wann der letzte Durchlauf war und welches Thema man am häufigsten abgefragt hat. Genau, zum Beispiel hat man jetzt hier Fragen bekommen und dann hat man halt richtig geantwortet, dann wird es auch grün angezeigt und wenn man falsch antwortet, bekommt man dann auch die richtige Antwort. Genau. Das war's eigentlich. Genau. Vielen Dank. Und ich kann euch definitiv sagen, das hat funktioniert vor 2 Wochen, als Sie mir das gezeigt hatten. Also das muss jetzt wirklich nur an der Verbindung gelegen haben. Vielleicht hat die KI gerade hitzefrei bei euch in Deutschland. So, das ist also das war jetzt ein Uni-Projekt, wo Sie sich überlegt hatten, was ist für Studierende interessant, KI in die Portfolioarbeit einzubauen. Da gehen wir jetzt von Süden Deutschlands in den Norden von Deutschland. Und Carsten, ich gebe dir jetzt Präsenter. Moment. Und jetzt kannst du arbeiten. Ja, wir haben Carsten, Hang und Alex von der Uni Bremen, die auch schon länger mit KI und Portfolios sich auseinandersetzen. Carsten, du bist noch auf Stumm geschaltet. So, okay. Herzlich willkommen aus Bremen, genau, Carsten, Hang und Alex. Und
beschäftigen uns ja schon länger mit Feedback in Portfolios und aus der Überzeugung halt, dass Portfolios generatives Lernen unterstützen und eigentlich sehr, sehr lernwirksam sind. Und was aber benötigt wird, ist sogenanntes formatives Feedback und hochinformatives Feedback. Problem ist, wenn das halt nicht schnell genug kommt. Und ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Jetzt in den ganzen Vorträgen haben wir gesehen, es ist ein riesen zeitliches Problem, dieses Feedback halt zu geben. Und deswegen, glaube ich, sind wir auch alle dabei, jetzt uns auf den Weg zu begeben, Feedback zu geben und dabei KI zu nutzen. Und das waren jetzt schon super tolle Ideen. Ich glaube, wir können so ein kleines Puzzle noch mit dazu bringen. Also bei uns interessiert uns insbesondere halt auch das multimodale Feedback. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel die so typische Portfolios von meinen Studierenden, unseren Studierenden sieht, dann sind das immer Mix ist halt zwischen Text und visuellen Inhalten, teilweise auch Dokumenten, die hochstellen. Das ist dann zum Beispiel so ein Einsatz von Erklärvideos im Matheunterricht und dann sind hier das mit bis hin zu Arbeitsblätter. Und die Frage ist halt, okay, also wie können wir das eigentlich verarbeiten? Und die generelle Idee ist halt, dass man dort im Endeffekt ein KI-Tool halt einhängt. Das werde ich jetzt auch heute kurz zeigen, wie wir das machen. Gibt dann promptet das Modell halt, um Feedback zu geben. Und das, also ich würde mal sagen, für ein kurzes formatives Feedback, ich bin auf dem Weg dahin, funktioniert das irgendwie einigermaßen. Und wenn man das aber also strukturierter machen will mit größeren Rubriks, dann wird es komplizierter. Das werde ich heute nicht wirklich darstellen können, wie wir das momentan aktuell hinten aufbauen, um auch rubrikbasiert wie in Weingarten, da sollten wir uns auch nochmal wieder zusammensetzen, wie wir das im Detail machen. Die Idee ist, dass halt das Portfolio kommt, wir als die Designer, die kümmern sich nur darum, um ihre Rubrik hier aufzubauen und sich zu fragen, was sind eigentlich so Performance-Kriterien und dann sich überlegen, okay, wie genau kann denn ein bestimmtes Kriterium eigentlich operationalisiert werden und bei dem Aufbau von so einem Portfolio muss man sich dann überlegen, mit welchen Tools bewertet man das halt. Also es müssen nicht immer unbedingt nur Large Language Models sein, sondern es können auch Machine-Based Learning Models sein und vielleicht aber auch einfache Skripte, die erzeugen dann eine Matrix, mit der dann nachher dann im Endeffekt ein Feedback gemacht wird. Ich bringe jetzt hier einen kleinen Prototypen mit und tatsächlich sind heute sind die Internetgötter so ein bisschen schlecht irgendwie drauf, weil wenn ich Reload, wenn ich hier auf Feedback drücke, also ich habe jetzt hier so eine typische erste Entwurf von so einer Website, wo jemand darüber reflektiert, wie er irgendwie zum Programmieren gekommen ist und wir sehen hier ein bisschen Text, das sind ein paar Bilder und dann kriegt man auch Feedback und so Olama halt will, kommt da was, aber heute sind die Server extrem langsam. Schauen wir mal, ob noch was kommt. Ansonsten glaubt bitte daran, es kommt normalerweise was. Genau, und wie ist das jetzt? Das ist jetzt im Endeffekt erstmal so ein ganz einfaches Modell, wenn wir jetzt hier in den Editor-Modus gehen, dann würde im Endeffekt die Person, die zum Beispiel so eine Vorlage-Seite für ihre Studenten gibt, die hätte dann hier eine Möglichkeit, dieses Feedback, was dort zurückgegeben wird, entweder selbst zu prompten oder sich dann aus einer Reihe von Feedback-Typen sich auszuwählen.
Und die Idee ist halt, dass die Studierenden dann während des Prozesses, wo sie an ihren Portfolios arbeiten, sich zwischendurch spezifisch zu den Aufgaben, die sie da haben, also das wäre jetzt zum Beispiel jetzt hier so eine Reflexion vom Learning Journey, dann Rückmeldungen zu bekommen, was da schon eigentlich gut funktioniert auf der Webseite und wo man vielleicht noch arbeiten kann. Und genau, das ist so, würde ich sagen. Ich glaube, ich bin schon wieder über 5 Minuten drüber. Ich mal wieder für euch rüber und beende hier. Ja. Genau, und das ist also aktuell also was gemacht wird technisch ist, dass wir halt jeden einzelnen Block aus der Portfolio-Seite nehmen und diese Blöcke dann entsprechend aufbearbeiten und dann in die KI geben, sodass die halt auch die Bilder sich anschauen, dass das Bild analysiert wird, dass wenn ein PDF da ist, dass das PDF die Texte rausgezogen werden und, so dass tatsächlich der Inhalt von der Seite auf der einen Seite serialisiert wird und für das KI-System verfügbar gemacht wird. Und auf der anderen Seite aber wird auch im Grunde ein Screenshot gemacht von der gesamten Seite, wie sie also aussieht, also die sind ja teilweise sehr lang, und sich dann auch das Layout angeschaut, weil auch die Layout-Information, finde ich, ist sehr wichtig bei einem Portfolio. Wie gestaltet man das? Hat man irgendwie nur unten alles hingeklatscht und oben ganz viel Text, oder baue ich das mittendrin ein und hat das irgendwie Bezug zueinander? Genau, und insofern finde ich das momentan sehr spannend, die ganze Entwicklung. Ja, ich meine, wir wissen alle, dass die Modelle auch nur mäßig gutes Feedback geben. Das soll nie irgendwie Menschen ersetzen. Und trotzdem glaube ich, für viele Sachen ist es wirklich toll, wenn man was ich wichtig finde, da ist, glaube ich, dass wir da hinkommen müssen, dass gerade ihr Studierenden und auch wir Lehrenden unsere AI-Literacy halt entsprechend entwickeln, sodass wir halt immer wissen, okay, das ist jetzt ein Modell, was uns da Feedback gibt. Und das ist ein Unterschied zu dem, wenn wir jetzt mit einem Menschen drüber reden. Und ich bin aber auch immer mehr der Meinung, dass es sowieso einer abschließenden Live-Portfolio-Präsentation bedarf. Weil natürlich kann man auch viel in den Portfolios, könnte man natürlich auch automatisch erstellen. Beziehungsweise man könnte sich ein Plugin schreiben, der einen dann das ganze E-Portfolio automatisch schreibt. Das wollen wir natürlich nicht. Und es wäre besser, wenn man dann nochmal, ist ja auch toll, wenn man es irgendwie präsentieren kann, finde ich. Genau, das ist so ein bisschen, wo wir gerade. Bitte? Vielen Dank, Carsten. Deine 5 Minuten sind herum. Weil lassen wir mal noch die Ennike sprechen und dann können wir noch zu spezifischen Fragen dann in der Fragerunde kommen, wenn das okay ist. Danke. Ennike, jetzt gehen wir in die Schweiz zu auch etwas sehr Praktischem, was jede und jeder schon sofort im Prinzip ausprobieren kann. Wir brauchen jetzt nur noch deinen Ton. Dein Bild sehen wir jetzt. Genau. Jetzt, vielen Dank. Vielen Dank, Christina. Mein Name ist Ennike Parak aus der Schweiz. Und wir haben dann bis jetzt Nachbearbeitung, Bewertung oder wie kann man KI während dem Studium verwenden, darüber einige Ansätze gehört. Die waren sehr, sehr, sehr interessant. Und jetzt springe ich ganz vorne. Das heißt, wie kann man KI für Vorbereitung verwenden? Das vielleicht fehlt noch von dieser Reihe. Und hier auf meinem Bildschirm erstmal seht ihr dann die verschiedenen Portfolios. Die wurden mit Claude erstellt. Das heißt, es gibt eine Automatisierung, wenn man neue Portfolios-Vorlage erstellen möchte für die Studierenden, die man danach diese Vorlage verteilen möchte, dann kann man es über Claude erstellt werden. Und das möchte ich euch jetzt präsentieren oder eine Demo zeigen. Das heißt, hier habe ich einen Prompt vorbereitet. Das heißt, Claude muss dann diese Vorlage erstellen. Es ist einfach vorbereitet, jetzt Moment reinkopiert. Und dann schicke ich einfach
er soll dann diese Portfolio-Vorlage erstmal nur für mich erstellen. Und wenn er dann diese Vorlage erstellt hat, dann kann ich dann selber nachher teilen. Jetzt schicke ich das weg. Und er wird anfangen. Ich habe Skills erstellt im Claude, das heißt, er kann einige Sachen. Ich denke, Lili und Belle schon lachen ein bisschen, Sie kennen das, oder? Habt ihr auch dann Skills verwendet, denke ich auch. Und jetzt, er ist dann Claude dran, im Mahara diese Template zu erstellen. Wir müssen vielleicht ein bisschen warten, es braucht immer ein bisschen Zeit. Und ich muss sagen, es ist ein Prototyp, das heißt, es funktioniert nicht ganz 100%ig richtig, er ist noch dran. Und wenn ich meinem wenn ich so noch nicht fertig, dann werde ich dann ein bisschen warten. Ich werde dann dort diese Portfolio dann sehen, hier in der Liste. Wegen dieser Internetverbindung ist es ein bisschen langsamer, das sei bei Lili auch so. Und weil wir haben diese Internetverbindung auch, machen wir dann der Big Blue Button auch dran, nebendran läuft und deswegen ist ein bisschen langsamer. Jetzt im Moment ist fertig, das heißt Vorlage angelegt, Collection ID 50 und sogar dann habe ich dann diese URL dazu. Ich müsste nur daran klicken. Wenn ich dann daran klicke, jetzt Moment, wie gesagt, es ist einfach ein Demo-Projekt noch. Das werde mich jetzt verschissen. Ich will ja, aber dann werde ich noch einmal dann einloggen. Und dann sehe ich dann auch die fixfertige Portfolio-Vorlage. Es ist jetzt momentan erst ein bisschen langsamer wegen dieser Internet-Demo. Wir müssen ein bisschen mehr warten, aber es wird kommen. Genau. Er hat mich ausgeloggt, jetzt gerade, und werde ich dann einloggen wieder. Und dann habe ich dann auch diese Vorlage drin. Normalerweise ist es nicht so langsam. Einfach weil wir jetzt demonstrieren. Die ganze, deswegen ist es langsamer. Das passiert einfach zack. Und das ist diese Portfolio. Hier, Reflexion meines Sky-Ansatzes. Das wurde schon erstellt. Und hier dann diese alle Seiten nebeneinander oder untereinander. Und dann kann man dann diese Portfolio dann nachher für die Lernenden oder Studierende auch verteilen. Das ist ein Einsatz, was wir jetzt gerade entwickelt haben. Wie gesagt, das sind nur einige Funktionen und das ist die erste Demo-Version nur. Was wir noch machen, das ist hier dieser Coach. Das heißt, es ist auch ungefähr geht in diese Richtung wie bei Lili und Belle. Aber der Unterschied ist, dass dieser Coach gibt keine Antworten, bewertet nicht, nur fragt. Das heißt, diese KI, und das ist ein KI von Schweiz, das heißt, datenschutzrechtlich ist ganz richtig. Das heißt, nicht von Claude integriert, sondern auch in der Schweiz steht dann dieses Server und der KI und der Modell auch. Infomaniac heißt das. Das heißt, datenschutzrechtlich ganz in Ordnung. Und dieser Coach fragt einfach und wird keine einfach Antworten geben, nur Fragen. Diese zwei Entwicklungen haben wir dann betreffend KI und es gibt noch eine dritte Entwicklung.
Und das ist der Export im PDF von Word, aber das gehört jetzt im Moment nicht in diesen Bereich. Ja, danke, Christina. Vielen Dank, Enifö, dass du uns vorgestellt hast, wie du jetzt schon KI mit einsetzt. Und der Code, der sieht so fast wie Riff aus, was etliche von euch kennen und auch manche von euch auch mitnutzen. Und das waren jetzt unsere unterschiedlichen Expertinnenvorstellungen, was schon alles an Projekten im deutschsprachigen Raum gemacht wird. Und jetzt geht es in die Fragerunde über und Cordula hat schon die erste Frage gestellt an euch alle. Würdet ihr eure Entwicklungen anderen zur Verfügung stellen? Wer ist da schon so weit? Enike, willst du kurz anfangen? Ja, ich kann anfangen. Wie gesagt, das ist eine Demo-Version, das heißt Vorlage mit Claude zu erstellen. Das ist eine Demo-Version noch. Es gibt noch ein paar Sachen, die man noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, verbessern muss, dass ich, wenn ich eine Vorlage erstelle, danach werde ich rausgeschmissen. Das heißt, ich muss mich noch einmal anmelden. Das heißt, es gibt noch Optimierungspotenzial. Das ist mal so. Was ich zur Verfügung stellen könnte, das ist der Export in Word und PDF. Darüber haben wir dann, Christina, auch darüber gesprochen, dass ich euch das zur Verfügung stellen kann. Aber die anderen zwei, der Code, vielleicht Code, das könnte ich auch, der Blog, das ist auch fertig. Der Reflexion-Code und so weiter, das ist in einem Blog, das ist auch fix fertig. Aber dann der Claude, mit Claude Vorlage zu erstellen, wir sind dann am Anfang noch. Würdest du dich aber über Tester freuen, die das außerhalb von Über deinem dass dir jemand noch mit Feedback gibt, wie es funktioniert, dass es auch bei ihm wie funktioniert? gesagt, bei Blog, ja, bei Export unbedingt. Aber die Vorlagen würde ich noch nicht, weil das ist ganz am Anfang. Ich möchte das noch ein bisschen sozusagen optimieren, wegen Datenschutz, wegen und so weiter und so fort, weil es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen, man muss Skills erstellen, das heißt Anleitungen dann erstellen dazu, müsste man dann Claude erstmal konfigurieren. Auch gibt es, wenn ich vielleicht dürfte ich noch einmal mein PC dann teilen, dann ist es nicht so einfach technisch, weil ich habe eine Zusatzplugin hier erstellt. Ihr seht dann mein PC noch einmal. Das heißt, es kommt hier ganz genau, dass es braucht eine Zusatzplugin in Claude und auch im Mahara. Das heißt, hier verbundene Anwendungen. Wenn ich darauf klicke, hier, Christina, das wird für dich sicher sichtbar sein. Das ist ergänzt, erweitert, dann diese Funktion hier. Das heißt, hier habe ich, Internet ist ein bisschen langsam jetzt, hier habe ich keine Vorlage Claude. Ich möchte nicht darauf klicken, weil dort habe ich meine Secret Key, was mit Claude verbindet. Und das möchte ich jetzt gerade nicht zeigen, aber das muss man auch einrichten. Das heißt, wenn jemand diese automatisierte Vorlageerstellung verwenden möchte, braucht er mal auch von der Mahara-Seite eine Plugin-Installation. Und dann nachher natürlich alle Lehrpersonen und Dozierende können das selber, diese KI-Vorlage Claude Key erstellen. Ich zeige das, nachher ändere ich. Das spielt keine Rolle. Ich werde dann das heißt, hier kann ich diese Token generieren und dann kann ich das in Claude dann einknüpfen oder einfügen oder kopieren und dann wird dann beide Systeme verknüpft. Das heißt, diese braucht man von der Dozierenden auch eine Konfiguration, Claude-Konfiguration, braucht dann auch diese Plugin, einfach der Mara-Admin auch noch dazu. Und nur dann wird es funktionieren. Aber die Lehrpersonen können oder Dozierende können selber diese Token erzeugen danach.
Genau. Vielen Dank. Ja, Cordula hatte Deshalb nur ist es gefragt, schwierig, das Verfügung zu erstellen eigentlich, ja. Ja, es war ihr, was sie noch verbessert hat, es war nicht verbessert hatte, sondern noch spezifiziert hat, es sollte ja nicht unbedingt alles nur sofort sein. Ralf hat jetzt auch eine Frage für alle. Wie schätzt ihr die Qualität und Validität der durch die KI erstelltes Feedback ein? Carsten und Paul, habt ihr da jetzt schon mehr Erfahrungen mitgemacht an euren Projekten? Oder Hang, du hast ja auch an einem Projekt mitgearbeitet. Was sind da eure Erfahrungen zur Qualität des Feedbacks? Ja, wenn ich vielleicht kurz reinspringe, also wir hatten ja dieses Impact-Projekt bei uns, wo wir das in verschiedenen Lehrveranstaltungen eingesetzt haben. Also wir haben also selbst haben wir jetzt systematisch nur ungenügende Erfahrungen dort, weil wir einfach nicht genug Gruppen gehabt haben. Das wird sich jetzt eher ändern, wenn das einsteigt. Es gibt allerdings, also das findet man auch, wenn ich die Folien hochlade, ein paar Artikel, die sich halt damit beschäftigt haben. Und zeigt halt dann doch, dass die Large Language Models häufig, also wenn sie jetzt einfach nur normal gepromptet sind, so One-Shot-Prompts, dass sie doch die Spezifika, die Lehrenden erwarten, halt doch nicht gut umsetzen oder nicht im Detail genug umsetzen. Deswegen auch so ein bisschen unser Ansatz, sehr stark das dann aufzubrechen in Rubriks und so wie das ja auch die Weingartner machen, um dort zum einen so eine stärkere Begründbarkeit zu haben von den Modellen, dass sie so stärker selbst anhand der Artefakte halt begründen, was dort halt gut ist und was nicht gut ist. Und gegebenenfalls auch, und das haben wir bisher auch noch nicht, da auch noch Quellen halt dazu hernehmen. Also, aber prinzipiell würde ich sowieso sagen, also es geht ja nicht darum, also Assessment sollte man ja damit nicht machen, sondern man sollte damit Feedback machen. Also ich würde davon abraten, dass man danach dann da Noten rauspurzeln lässt. Also ich meine, auf der einen Seite, wir brauchen halt diese Unterstützung für Feedback, weil das halt so aufwendig ist und gleichzeitig das echte Grading würde ich dann machen, wenn ich so eine Präsentation, also zum Beispiel ihr Studierenden, Lilly und die anderen, fand ich übrigens super, aber total super, wie ihr das gemacht habt, wenn die das Portfolio abgeben, dass man das System zur Verfügung stellt zum Feedback geben und das dann überarbeitet wird und das dann aber vorgestellt wird in einem Prüfungsgespräch. Aber ich glaube mittlerweile, dass dieser Performance-Aspekt, also ich meine, man hat ja bei Anycue gesehen, dass mit genug Wille ich mir halt auch einen Plugin, ich meine, also geht jetzt in euer System rein. Anderer Ansatz wäre ja zu sagen, erstelle mir ein Portfolio im Leap-Format. Ja, und dann importiere ich das danach dann in Mahara wieder rein. Also das würde ich jetzt als Student machen, wenn ich sagen würde, ich habe keinen Bock auf so ein blödes Portfolio gestalten. Dann würde ich mir halt ein starkes Modell nehmen, würde mir ein tolles Portfolio im Leap-Format erstellen lassen, dann würde ich das rein importieren. Dann würde ich gucken, stimmt das hier alles? Okay, wunderbar und fertig wäre die Kiste. Ja. Und darum geht es ja eigentlich nicht. Aber natürlich ist das irgendwie verlockend irgendwie, wenn man halt auch noch andere Sachen zu tun hat. Genau, also es gibt tatsächlich einiges an guten Papern dazu. Ja, und das ist auch was Ralf dann noch mit sagt, es sollte vermieden werden, dass die Studierenden in die falsche Richtung geführt werden, denn man weiß nicht unbedingt was. Moment. Das Feedback Ich hätte ist noch auch eine Antwort. Ich hätte auch eine Antwort. Also ich glaube, für uns ist es wichtig, dass also zu der Qualität der Ergebnisse, dass die Lehrkraft noch die Verantwortung trägt. Also es gibt immer wieder Falschklassifizierungen von Blöcken und das ist unvermeidbar. Das ist okay, aber das heißt irgendwie, der Modell ist vielleicht nicht so fertig trainiert und damit leben wir.
Tatsächlich war die Praxis bei der PH eher mit also eine Portfolio-Klausur, das ist eine mündliche Klausur danach. Und hier ist die Evaluation dann sowieso eher eine Vorbereitung. Bei der EU ist es ein bisschen anders. Also hier begutachten wir nur das Endprodukt und das Endprodukt ist dann tatsächlich geführt durch diese Klassifizierung. Okay. Gibt es noch andere Fragen? Es gab die Frage der Entwicklung. Sorry. Nee, mach ruhig. Es gab die Frage der Entwicklung. Also da kann ich antworten, was seitens der ISAP-Projekt ist die Entwicklung ungefähr fertig. Wir haben versucht, aber lustigerweise auf kleinere Server Dinge zu verteilen und das ist teilweise gescheitert. Also ein Server, den wir frei haben, hat dann natürlich eine OOM-Kille eingeführt. Das heißt also, sobald die Speicherbedarf ausgenutzt ist, dann geht das Ding, geht die Maschine raus. Das ist natürlich öfter passiert dann. Und das ist dann, ich glaube, das ist der Grund, vielleicht ISOP.de tot ist. Aber also wir sind dann mit einem Server von 4 Gigagramm ganz fröhlich. Die Server, die frei sind natürlich etwas kleiner. Das ist das eine, also zu der Entwicklung und ja genau, also die ganzen Dinge sind in Git verfügbar, in GitLab. Das, glaube ich, sollte man von unserer Webseite da finden. Und auch wollen wir dann danach separat, also diese Domäne teilen, also diese fachspezifische, also die Karte und der Classifier. Und das wollen wir dann in der Zukunft tatsächlich so separat teilen. Ganz klar. Und das würde ich gerne als Frage danach stellen, nämlich, also wie macht ihr das, dass ihr fachspezifisch dann antretet? Also was ist der Prozess? Danke. Carsten, du hattest noch was. Genau, also auch einmal zur Thematik jetzt der Teilen etc. Also wir haben aktuell das neue Mahara noch nicht auf unseren Produktionsservern, sondern das wird jetzt erst Ende September, Anfang Oktober passieren, also Ende Abgabe der jetzigen Portfolios. Die müssen alle so spätestens bis zum 15. September irgendwie abgegeben werden. Da wollen wir jetzt nicht den Leuten noch den Teppich unter den Boden wegziehen. Und auf der anderen Seite müssen wir es zum nächsten Semester halt haben. Deswegen ist das jetzt alles nur im Prototyp-Modus und wir werden das als Plugin entwickeln. Und insofern vielleicht, also mittlerweile, ich möchte euch trotzdem noch einmal am Laufen zeigen, einfach. Also ich habe jetzt umgeschaltet auf einen anderen KI-Provider. Vielleicht, wenn ihr mir noch mal kurz das erlaubst, dann würde ich das machen. Bildschirmfreigabe erlauben. Ja, du hast jetzt präsentiert. So. Okay, genau. Und ich habe jetzt also nochmal das Bild, prinzipiell, die ich finde wichtig ist, die Idee natürlich, dass die Lehrenden selbst relativ einfach diese Systeme irgendwie konfigurieren können und dass es dann aber zusätzlich halt auch so ein Team drum gibt, die dann vielleicht auch umfangreichere tatsächlich Rubriks etc. entwickeln. Ja, und also insofern haben wir eigentlich aktuell so ein bisschen so 2 Projekte halt am Laufen. Das eine ist eine Möglichkeit, Autoren zu geben also wir arbeiten ja sehr, sehr viel mit Portfolio-Vorlagen. Das heißt also, bei mir, die Studierenden sie kriegen von mir ein Portfolio, in dem sie mehrere Seiten haben, in denen dann bestimmte Aufgaben zu machen sind. Also das wäre jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, so eine Learning Journey. Und dass die Lehrenden, wenn sie das jetzt nutzen, dass sie da erstmal eine einfache Möglichkeit haben, das dann zu bearbeiten.
Und dass wir jetzt halt hier nochmal so diese Idee, unten einen Feedback-Prompt zu haben, der ein bisschen, der relativ einfach für normale Lehrenden ist und dass man dann aber eine ganze Reihe halt von verschiedenen Feedback-Strategien hier hat und dann kann man das sich als Lehrender halt anpassen. Und für die Studierenden ist also dieses Projekt hier, da geht es halt ganz stark darum, dass ich zwischendurch mir immer wieder ein Feedback geben lassen kann, beliebig häufig, während ich das halt bearbeite. Und ich bin jetzt hier auf der KISSKI, das ist die High-Performance-Computer da in Göttingen. Das sieht man, kommt schon ein bisschen schneller halt jetzt ins Laufen. Und ist tatsächlich also dann zum Beispiel auch in der Lage, jetzt diese Bilder, die ich dort habe, halt auch zu analysieren und gibt zumindest, finde ich, also auf dem Level, dass man als Student sich das anschaut und sagt, okay, zum Beispiel hier, ich habe hier noch so ein WebObjects-Logo halt reingetan. Hier waren es halt immer eher Bilder. Das passt halt in der Struktur halt nicht so richtig rein und vielleicht wäre es besser hier zum Beispiel auch einen Screenshot zu haben von dieser Umgebung, wie die eigentlich dort genutzt worden ist. Und hier sieht man noch schon in dem Prompt, den ich dort vorgegeben habe, hatte ich halt gesagt, okay, jetzt erstelle noch einen Actionplan, was kann man jetzt, die nächsten 3 Schritte, die man macht und gebe auch einfach nochmal immer eine Idee rein, die man noch nicht auf der Portfolio-Page erstellt hat. Und weil ich das natürlich relativ viel Kontext dort in so einen Prompt reintun kann und nächste Version wird man natürlich auch noch einen Kontext über Dateien halt noch selber erstellen können als der Autor auf der Admin-Seite. Ja, kriege ich dann halt auch noch ein bisschen besseren Bezug zu wichtigen Wissensinhalten. Und zum Schluss, da habe ich dann noch gepromptet, dass man so ein schönes Sprichwort, so ein Motivationssprichwort halt, wie man das immer auf diesen ganzen Kalendern und so findet, und dass man es danach dann gleich sofort dekonstruieren soll und zeigen soll, was das für ein Shit ist, solche komischen Motivationssprüche und was für ein Bullshit das sozusagen ist. Genau. Dann wähle ich das mal wieder. So. Ich habe eine Frage Und an. insofern ganz Ja. kurz, also insofern nochmal kurz zu Christina, also wir sind jetzt dabei, erstmal überhaupt zu prototypen. Wir wollen aber, das Plan ist, dass wir im Herbst jetzt, also im Wintersemester, werden wir wieder mit unserem LAMP anfangen. Das ist normalerweise, findet das immer erst im Sommersemester statt, aber manche Studenten wollen schon früher starten und insofern ist das für uns jetzt eine gute Gelegenheit, mit denen das zu erproben erstmal in der ersten Weise. Und Pang schreibt ja ihre Diss und wird dann im Sommersemester mit wahrscheinlich 150 Leuten das dann prüfen, inwieweit die sich dadurch motiviert fühlen und mehr schreiben und so als bisher. Wir haben eine ganz gute Baseline der Leute, die bisher, haben immer ungefähr pro Jahr so 150 Portfolios in dem lernbezogenen Medienkompetenzportfolio und dann werden wir halt schauen, gibt es plötzlich so einen Jump, weil die Leute überhaupt gar nicht mehr davon ablassen können, vom Mahara AI-Coach da durch das Projekt durchgeführt werden und richtig Bock haben und denken, oh, was kriege ich heute an Rückmeldungen und das wird alles viel besser. Oder ob das einfach nur eine Illusion ist. Ja. Und insofern brauchen wir da Hilfe natürlich. Ja. Da können wir dann ja nochmal im Sommersemester schauen oder danach. Ich habe jetzt mal eine Frage an Lilly, Emilia und Veronika. Ihr hattet euch ja mit verschiedensten Ideen auseinandergesetzt, wie KI in Portfolios verwendet werden kann. Weshalb hattet ihr euch jetzt für das Feedback und auch für die Wissensabfrage entschieden? Genau, also wir haben uns dafür entschieden, weil das waren die meisten Rückmeldungen in unseren Usability-Tests. Also das wurde sich am meisten gewünscht von den Studierenden und deswegen haben wir eben uns auf die beschränkt.
Genau. Und Also die, wir haben die eine Folge. Usability-Tests hattet ihr mit euren Studierenden, mit anderen Studierenden an der PH gemacht, ne? Genau. Ja. Okay, Paul. Ja, da bin ich überrascht mit der Wissensabfrage, weil also die Wissensabfrage kann ich mir gut vorstellen, das ist ein leichtes Ding, also es ist, als Low-Hanging Fruit, der kann ich mir gerne drillen lassen, aber das ist dann eventuell also dann eine Tür zur Reflexion oder eine Tür zu, jetzt habe ich besser verstanden, habe ich das, also inwiefern sind diese Wissensabfrage dann also genug kontextspezifisch? Nur indem die den guten Prompts dann entsprechen oder könnt ihr da also zum Beispiel so Portfolio rumschicken, damit die KI ein bisschen Ahnung hat, was gerade gebastelt wird? Geht das jetzt? Ja. Also wir haben, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die Frage noch? Entschuldigung. Wissensabfrage. Wie soll das gehen? Genau. Wir haben uns das halt eben so vorgestellt, dass zum Beispiel, weil wir aus eigener Erfahrung sprechen können auch und eben auch die Tests durchgeführt haben mit den Studierenden, dass wir haben ja die mündlichen Prüfungen dazu und uns wird es so fehlen, weil man hat so viele Inhalte drin und also uns geht es so, dass man sich erstmal darauf fokussiert, okay, man guckt, dass man wirklich alles drin hat und so und dann hat man manchmal gar keinen Überblick mehr, so dass man halt dann auch besser lernen kann auf die Prüfung. Dafür ist die Wissensabfrage, dass dann eben man zum Beispiel ja Dateien auch hochladen kann und dann sagen, bitte generiere mir aus den Dateien bestimmte Fragen. Und dann kann man da ein Quiz machen, bekommt eben Rückmeldung, okay, man hat es verstanden oder man hat es halt nicht verstanden, wenn man eine Frage falsch beantwortet hat. Und so, dass man halt wenigstens mal so ein bisschen sich mit dem Portfolio auskennt, weiß, was drin steht und dass man nebenher gleich auch ein bisschen lernen kann. Genau. Ja, also teilweise befriedigt, also als Mathematiker zwischen Wissen und Verstanden gibt es eine große Lücke. Und ich glaube, also man hat gewusst oder nicht gewusst, das ist schon eine gute Zeichen. Weil meine Frage ist, wie geht ihr da raus? Also wie zeigt der Student sich, dass er eine Kompetenz akquiriert hat? Ist das durch Wissensabfrage dann eine gewisse Vertrauenszeichen? Das reicht schon als Vertrauen? Oder könnt ihr da etwas tiefer, also zum Beispiel können die KI-Modell etwas tiefer in dem zum Beispiel tiefer in dem Wissen und dann in Challenge-Fragen zum Beispiel kommen? Da muss ich jetzt mal etwas einhaken, dass das ging über die 12 Wochen, die Studierenden hatten, etwas hinaus. Sie hatten Das jetzt stimmt, sorry. das ist ja kein Forschungsprojekt von 4 oder 5 Jahren, sondern ganz spezifisch auch, und da kann Susanne vielleicht auch noch etwas dazu sagen, wie jetzt Portfolios generell an der PH in dem Studiengang, in dem Lilly, Veronika und Emilia sind, genutzt wird. Denn was ich jetzt von Ihnen gesehen hatte, war das sehr spezifisch auf die Portfolioarbeit, wie sie an der PH genutzt wird, ausgeschrieben, eben die Wissensabfrage, damit dann auch die Fragen eben aus dem Portfolio mit heraus generiert werden und dann damit auch zur Vorbereitung auf eine Prüfung, die dann normal außerhalb des Portfolios stattfindet, sich vorbereitet werden kann. Also das war jetzt nicht ein ganz normales Moodle-Quiz, was da generiert werden sollte, sondern schon basierend auf dem, was im Portfolio mit drin ist und dann zusätzlich auch noch in der gesamten Thematik vorhanden ist. Ja, vielleicht da ergänzend kann das natürlich nur ein Mosaikbaustein sein in der Vorbereitung. Also das Tool, die KI-Integration in dem Portfolio, so wie ich das so verstanden habe von der Projektgruppe, ist ein Teil, um sich vorzubereiten oder ein Hilfsmittel, aber mit Sicherheit nicht das alleinige. Natürlich kann man mit Quizfragen, mit Multiple-Choice-Fragen natürlich nur begrenzt Wissen abfragen. Aber es kann im Rahmen des Projektes, und dafür sind ja solche Innovationsprojekte ja auch da, solche Dinge erprobt werden. Sowohl die Chancen zu finden, herauszufinden, aber auch natürlich auch die Hindernisse oder die möglichen Barrieren oder Dinge, die nicht so gut
funktionieren. Ja. Und vielleicht macht ja die PH noch ein weiteres KI-Projekt, sodass dann solche Dinge noch mit ausprobiert werden können, ob das dann eben was ist, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist, was dann auch jetzt nicht nur in einem Studiengang funktionieren kann, sondern auch in anderen. Und das war ja eben heute auch die Frage. Einmal, was interessiert euch? Und dann zum anderen auch, was wäre sinnvoll dann eben generell für alle in Mahara zum Beispiel mit zur Verfügung zu stellen oder anbinden zu können, eben weil ja auch jeder ein anderes Sprachmodell benutzt, andere Möglichkeiten hat, um eben herauszufinden, wie arbeitsintensiv ist das? Wird das über Plugins oder kann das über Plugins geregelt werden oder zum Beispiel über Skills, die dann geschickt werden können und dann eingepflegt werden, oder gibt es dann eben schon eine einfachere Integration? Thomas, du hattest dich jetzt noch gemeldet. Genau, ich hätte noch eine ganz schnelle Frage an Carsten, weil du am Ende deines Vortrags ja auch noch gesagt hast, ihr gebt dann auch mal so den Screenshot für das Layout rein. Mit welchem Tool macht ihr das oder mit welchem Modell, und habt ihr da gute Erfolge? Weil das für uns auch interessant, als wir angefangen haben, haben wir nämlich auch mal mit Screenshots gearbeitet. Ist jetzt natürlich ein Jahr her, die Modelle sind wahrscheinlich weiter, und da sind wir irgendwie so gar nicht auf gute Ergebnisse gekommen. Also aktuell nutze ich eine Python-Library, die erstmal diesen Screenshot von einer Webseite macht. Also du brauchst im Endeffekt also technisch dann halt so ein Chromium, Headless Chromium laufen, damit überhaupt die Webseite im Endeffekt generiert werden kann. Und davon wird ein Screenshot gemacht, und die schicken wir dann weiter an. Also das, was ich jetzt eben gerade gezeigt habe, das war jetzt einfach nur so ein Gamma mit 31 Milliarden Parametern, was jetzt da auf der KISS, also auf der Göttinger Hardware da lief. Und das funktioniert eigentlich gut. Also ich habe ja eben gerade das Beispiel dort gezeigt, und beim Overlay Layered Space, das dann looking at the full page screenshot with two-column layout, text on the left, image on the right works well, bla bla bla. However, the page feels like bottom heavy, weil ich da dann sehr, sehr viel Text halt habe und dann unten nochmal Text, und das im Endeffekt auch einfach auch langweilig ist, halt wie das da rechts halt nur da so lang läuft und auch nicht richtig abgeschlossen ist mit dem Text. Also ich fand es überraschend gut eigentlich, wie das mittlerweile funktioniert. Genau. Danke. Und Thomas, was jetzt Carsten gesagt hatte zum Chromium, das benutzen wir auch, um PDFs in Mahara, den PDF-Export in Mahara zu erstellen. Das ist eingebaut, und Enike hatte erwähnt gehabt, dass sie jetzt eine andere Lösung gefunden hat, die es nicht notwendig macht, dass man dann zusätzliche Software auf dem Server noch mit installiert, aber man auch schon ähnliche Resultate bekommt. Denn das Schöne an dem Chromium ist ja, dass man auch eine Sammlung sofort als PDF speichern kann und auch alle Dateien mitbekommt, anstatt jetzt das Print-to-Screen zu benutzen, was auch immer auf einer Seite mit zur Verfügung steht. Ich habe eine alternative Antwort. Ich habe mit Puppeteer probiert. Das hat teilweise gut funktioniert. Aber das ist ungefähr die beste Möglichkeit, die ich so weit gefunden habe. Vermutlich benutzt dieser Python etwas wie Puppeteer, nehme ich an. Das ist auch Chrome dahinter mit der proprietären API. Was ich mir aber tatsächlich anders wünsche, wofür teilweise wir versucht haben, dieses Screen Scraping zu verwenden, ist die Übermittlung von Bildern. Also das ist bei uns öfter ein Problem gewesen. Die OAuth-API war definitiv nicht ausreichend. Und auch, glaube ich, haben unsere Studis dann immer die Praxis gehabt, die machen der absolute URL von den Bildern. Und dann kommt natürlich die TUE gar nicht damit klar, oder also der OAuth auch gar nicht klar. Also da waren wir da wirklich an der Grenze. Also da müssen wir wirklich mit lokalen Mahara-Servers arbeiten, was nicht die Zukunft ist. Christina, hören wir dich nicht.
Oh, Entschuldigung, danke. Ich mute mich immer auf dem Keyboard, deswegen sieht man das nicht, mein grün Brot zu werden und andersherum. Gibt es noch andere Fragen? Entweder an unsere Expertinnen oder macht jemand auch hier in der Runde noch was mit KI und möchte dazu auch gern noch mitsprechen oder gibt es noch Kommentare? Carsten, ich hätte noch zu dir eine Frage. Ich habe nicht ganz genau verstanden, wie arbeitet ihr mit den verschiedenen Vorlagen? Das heißt Python, wie landen dann diese Vorlage in Mahara zum Schluss? Gibt es eine Schnittstelle, was ihr verwendet oder wie kann ich das vorstellen? Oder Alex, willst du was An dazu wen, sagen? an wen wendet sich jetzt die Frage? Ja. Es war Frage an dich, Carsten, beziehungsweise Alex oder Han. Ah ja. Habt ihr Okay. gar nicht sehr schnell. Aktuell ist das so, wie ihr das gesehen habt, dass die Prompts erstmal aktuell testweise immer vom Admin, also immer der User, der das bearbeiten kann, kann auch den Prompt bearbeiten. In Zukunft soll es halt so sein, dass du halt nur mit bestimmten also Tutorrecht sozusagen dann im Endeffekt die bearbeiten kannst und diese Dropdown-Liste, die wird im Backend im Admin sein. Also aktuell gibt es jetzt ein Modul im Admin-Bereich zum Einstellen, wo man die Modelle auswählen kann, welche man dort nutzt. Und den genauen Workflow haben wir aber noch nicht so ganz genau dafür. Also aktuell ist es halt eher, es ist noch nicht auf dem Stadium, dass wir jetzt gerade entwickeln für andere Leute, sondern wir entwickeln es erstmal für uns, um erstmal überhaupt zu sehen, also wie muss das so sein, dass das irgendwie gut funktioniert. Und dann ist der nächste Schritt natürlich, das so zu entwickeln, dass man sich dann überlegt, okay, wie funktioniert das jetzt mit einer ganzen Institution und wer darf da was? Und im Endeffekt so ein bisschen natürlich auch wie die Vorlagen für die Smart Evidence im Endeffekt, ja, könnte ich mir das vorstellen, dass man halt eine Repository innerhalb der Institution dort hat, in der man dann zum Beispiel spezifische, also entweder so Promptanweisungen beziehungsweise so richtige Rubriks halt reinhängen kann. Das wäre aktuell so der Gedanke, aber ob das dann wirklich richtig gut ist, das müssen wir dann schauen, wenn wir andere Leute da mit reinholen, die das dann auch ausprobieren, weil man kann ja immer selber, denkt man immer, man hätte sehr gute Lösungen und wenn man es dann in die Praxis bringt, merkt man dann, wie viel Annahmen man eigentlich mitbringt in so ein Interface. Okay, danke. Also insofern insofern schon die Idee, dass man auf der einen Seite, ich finde, man muss das zweistufig machen. Man muss Möglichkeiten geben für Lehrende, also beziehungsweise auch, man kann das auch für Studierende freischalten, ja, dass die sagen, ich schreibe mir meinen eigenen Prompt für meine Seite oder ich ändere den ab. Ja, weil ich ein bestimmtes Feedback einfach nur bekommen möchte. Ja, also ich meine, das wäre ja das nächste Level von AI Literacy und ich meine, also warum machen wir Portfolios? Weil wir ja eigentlich daran glauben, dass Studierende selbstständig denkende Menschen sind, die interessiert sind an ihren eigenen Lernprozess und nicht das machen, die studieren nicht, weil sie irgendwie einen Schein haben wollen, sondern sie studieren, weil sie ihre eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen entwickeln wollen, damit sie dann später in ihrem Beruf total happy sind, weil sie so einen guten Job machen und sich dort wohlfühlen und mit Situationen umgehen können, weil sie das im Studium dann auch intensivst halt gelernt haben. Das ist ja erstmal so prinzipiell, also ich würde ja sagen, das Portfolio hat ja prinzipiell erstmal ein sehr positives Menschenbild. Und insofern, also würde ich auch zum Beispiel
mir vorstellen können, zum Beispiel genau das, dass auch Studierende selbst sich Prompts halt setzen können. Ich meine, was würdet ihr denn davon halten, Lilly? Würdet ihr auch Lust haben, einfach mal für eine Seite, die ihr dort für ein Portfolio macht, auch so einen Bewertungsprompt anzupassen? Ja, die sind alle möglich. Ja. Danke, Kerstin. Würde ich einfach noch Mikrofon anschalten? Ja. Ich vergesse immer den Faden, Mann. Wie man die Portfolioseite macht oder inwiefern? Wollt ihr selber, könntet ihr euch vorstellen, dass ihr selber mal ein Prompt anpasst oder eins reinstellt für die Bewertung für euer eigenes Portfolio? Ja, Ja, ich glaube schon. Doch, auf jeden Fall, oder? Ja, das ist bestimmt hilfreich. Gibt es jetzt noch mehr, was ich hören zu sagen? Oder? Ja. Also da macht ihr dann im Prinzip, da habt ihr dann die Macht, eure eigene oder euer Portfolio nach euren Kriterien dann auch noch mit bewerten zu lassen. Ja, genau, ich denke halt auch, weil jedes Fach ist ja auch ein bisschen unterschiedlich und dann kann man es ja auch besser anpassen, was für Anforderungen. Wir haben ja auch eine Handreichung zum Beispiel, was für Anforderungen man dann hat, dass man das dann halt speziell darauf dann auch prüfen kann. Ja. Bei euch im Prototypen ist es ja schon mit drin, dass ihr Dateien hochladen könnt. Also entweder kann eure Lehrkraft euch ja vom Syllabus aus schon mit Bewertungskriterien geben und die dann in die Vorlage, in das KI-Feedback einarbeiten, beziehungsweise ihr könnt die ja auch schon mit reinbauen und dann selbst hochladen, entweder auch die ihr von der Lehrkraft bekommen habt oder eure eigenen Kriterien noch mit rein. Krass. Genau. Ja. Du bist stumm geschaltet? Ich habe noch einmal ganz kurz eine Detailinfo für den Thomas. Nee, ich habe das tatsächlich falsch erinnert. Also anfangs haben wir mal eine Python Library genutzt. Jetzt rendern wir das mit HTML to Canvas im Browser sozusagen live. Der zieht sich das DOM halt, was er sowieso ja hat, weil er die Seite anzeigt. Und das wird als Screenshot sozusagen gerendert. Das ist nicht, es ist nicht vollkommen 1:1. Also es können gewisse Artefakte auftauchen, aber es ist natürlich das Einfachste, weil es einfach in dem Browser sozusagen zusammengebaut wird, wenn du auf den Feedback-Button klickst. Paul, Danke hat dazu dir. auch eine Frage? Paul, willst du dazu auch noch was oder eine andere Möglichkeit sagen? Wir scheinen ihn etwas verloren zu haben. Okay, so die meisten Ideen, die heute gezeigt wurden, gingen um das Feedback herum, unterschiedlichst ausprobiert und realisiert, beziehungsweise in der Erprobungsphase, in der Erforschungsphase. Und habt ihr sonst noch andere Ideen, die ihr aber bisher noch nicht ausprobieren konntet? Oder wenn wir in die Runde schauen, was würde euch noch an der KI-Integration in die Portfolioarbeit neben dem Feedback interessieren? Das ist jetzt eine Frage an alle. Okay, das scheint dann das Feedback, das die größte Möglichkeit bietet, obwohl sie natürlich auch ihre Probleme mit sich bringt, aber dann auch den größten Einsatz für die Portfolioarbeit mit anbietet. In anderen Kontexten hatten wir auch gehört, dass Unterstützung bei der Layout-Entscheidung beziehungsweise bei Fragen oder Farben
mit die KI von Nutzen sein kann, um zum Beispiel auch Farben, die zusammenpassen, auszuwählen, also eine Farbpalette sich zu erstellen, die auch barrierefrei ist und Layouts zu erstellen oder Templates zu erstellen, was dann bei Anycue noch mit dazu kam, dass dann auch Vorbereitungsarbeit gemacht werden kann. Aber die Ideen waren alle schon sehr, sehr auf Portfolioarbeit ausgerichtet. Also jetzt nicht, wie kann ich Text erstellen? Das ist dann eher, dass das vermieden werden sollte, um dann eben schon noch mit von den Studierenden zu erwarten, dass sie selbst die Reflexion schreiben, statt sie jetzt von der KI schreiben zu lassen. Ja, also was ich mir vorstellen kann, aber das ist jetzt wirklich Zukunftsmusik, das wäre halt eben praktisch kein Frage-Antwort-Spiel mit der KI, sondern dass du wie, wenn du eine Mentorin praktisch hinter dir stehen hast, sowohl während du das Portfolio halt eben entwickelst, als auch dann vielleicht, oder nee, dass beides zusammen praktisch Hand in Hand geht. Also sowohl einerseits die Hilfe beim Entwickeln des Portfolios und gleichzeitig aber auch ein Feedback zum derzeitigen Stand des Portfolios. Ja, also dass man im Prinzip sozusagen als Duo mit der KI zusammen halt die Möglichkeit hat, ein Portfolio zu entwickeln, zu generieren und du kriegst halt praktisch automatisch instantly immer das passende Feedback. Das ist natürlich, das wäre ziemlich optimal. Ja, aber du hast gefragt und das wäre mein Ding, aber das wäre halt wirklich weit in die Zukunft gedacht. Dazu brauchst du viel mehr Leistung, computermäßig und tralala. Und dann noch eine sehr, sehr enge Integration mit Anycue. Ja, ich finde, es geht in gute Richtung. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Und wenn ich das überlege, unser Reflexionskurs, das kann schon oder ein bisschen schon in diese Richtung geht sozusagen, weil in der Hintergrund kann man angeben, welche Inhalte dann dieser Coach berücksichtigen sollte. Die Seite, die ganze Reflexionsseite oder die ganze Sammlung, das heißt, wenn ich dann diese Block erstelle auf der Seite, dann kann ich vorher das deklarieren, welche Inhalte dann dieser Coach berücksichtigen sollte. Das heißt, was auf der Seite steht. Und danach kann ich das auch dann schreiben, bitte nur Fragen stellen oder auch Wissenabfrage machen. Oder es heißt, dass ich kann dann schon vorher in einem Prompt angeben, wie sich dann dieser Coach verhalten soll und welche Inhalte dieser Coach verwenden darf oder berücksichtigen soll. Das heißt, ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Und vor 2 Tagen haben wir es mal auch versucht zu implementieren. Und jetzt, wir sind schon so weit, dass wir im Blog wir sind schon so weit, dass wir das dann schon deklarieren können, wenn wir dann diesen Blog auf der Seite erstellen, in der Hintergrund. Also den Reflexionspartner, den finde ich ja persönlich sehr genial. Der hat mich schon sehr fasziniert, als Letizia Quintas-Cavagnaro ihn vorgestellt hatte, in der Form von Riff, was sie an der D-School an der Stanford University entwickelt hat, weil er eben keine Antworten gibt, sondern nur Fragen stellt und dann auch jemanden mehr in die Reflexion hineinnimmt, statt jetzt nur eine Zusammenfassung zum Beispiel zu haben, sondern dass man wirklich reflektieren kann und dann auch noch spezifischer wird, das dann zusammenfassen könnte. Ja, wir sind jetzt gleich bei der 1,5-Stunden-Marke angelangt und da möchte ich mich ganz herzlich bei allen unseren Expertinnen bedanken, heute mitgemacht haben, sprechenderweise Romy und Thomas von der OTH Amberg-Weiden, Anycue von EduTech Sol, einem unserer Mahara Business Partner, die in der Schweiz aktiv ist. Veronika, Lilly und Emilia von der PH Weingarten, unsere Studierenden, die in Nicht-Vollzeitarbeit innerhalb von circa 10 Wochen, nicht mal halbtags, sondern mit ganz wenigen Stunden einen Prototypen erstellt hatten
um mit 2 verschiedenen KI-Arbeiten da mal diese auszuprobieren und jetzt noch bis zum Ende des Semesters noch ein paar Usability-Tests machen möchten, aber dann auch nächste Woche schon ihre Endpräsentation haben. Und dann hatten wir auch die Uni Bremen, vertreten durch Carsten, und auch das ISA-Projekt durch Paul, der im Moment an der Internationalen Hochschule arbeitet, aber das ISA-Projekt war auch an der PH Weingarten ansässig und hatte auch die Sandra Repolz von der OTH Amberg-Weiden mit drin. Im Hintergrund von der Expertenrunde waren dann auch Hang und Alex von der Uni Bremen mit dabei. Und ich danke euch allen ganz, ganz herzlich, dass ihr eure Projekte vorgestellt habt, mitdiskutiert habt und auch vielen Dank an alle, die heute mit dabei waren. Lasst mich wissen, wenn ihr nochmal was zur KI und Mahara haben wollt oder in bestimmte Projekte nochmal spezifischer hineinschauen wollt, denn wir können gern weitere Online-Veranstaltungen mit organisieren. Oder Cordula und Gisela, vielleicht ist das auch was ihr auch von der SIG E-Portfolios mit in die Hand nehmen wollt, dass es auch von der Community mit ausgemacht wird. Da wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Freitag in der Sonne. Es sieht bei allen sehr sonnig aus bei euch. Und dann hoffe ich, dass ich euch demnächst wiedersehe. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss. Jo, mach's gut. Danke, ciao.